Mittwochmorgen, der 2. September, Viertel vor 8 Uhr. Ich habe jetzt gerade das Zimmer ein bisschen gestaubsaugert. Ich bin fast abmarschbereit. Nach dem Tagpreisen von gestern geht es an dem heutigen 15. Wandertag auf den höchsten Berg von Schweden, Kebnekaise. Also der Gipfel ist in Sicht. Wow.
Kaffee und Kuchen trinkt. Es ist jetzt 10 vor 2. Christiane und ich sind jetzt gerade auf dem Kebnerkreise Südspitze oben gewesen. Und wir da oben sind schon noch gerade wenig los gewesen. Dann sind wir in die Schutzhütte. Nein, sonst die ganzen Gruppen sind die hochgekommen. Die sind ja alle angeseilt, sind die auf den Schneegipfel rauf. Da ist gerade etwas los. Wir haben dann gerade ein bisschen gewartet und gehofft, dass noch ein bisschen mehr Sonne kam. Aber irgendwann haben wir gesagt, es bringt nichts. Es war echt kalt hier oben, es hat noch angefangen zu ziehen. Und jetzt sind wir runtergelaufen auf ein Zwischental, Kaffeetalen. Und hier habe ich eine Abzweigung genommen an den Weg. Die Dörlingen-Route. Die geht jetzt direkt auf den Kungsleden zurück. Der ganze Kebnerkreis ist ein einziger Steinhaufen. Überall lose Steine und so. Nicht immer schön zum Laufen. Das einzige Stein von Steingumpen. Jetzt muss ich jetzt sehe ich gar kein Steinmandel mehr. Da ist wieder ein bisschen eindeutiger, wo man durch muss. Das Steinmandel kann man nicht verfehlen. Und jetzt wieder. Ja, da querfällt ein irgendwie. Die Steinmandel sind noch ganz schwierig zu sehen von den lauter Steinen. Wo haben wir das nächste? Ich sehe jetzt momentan noch keins. Jetzt haben wir den Zaunpfad 4. Ich bin jetzt gerade noch wenige Meter vom Kungsleden Wanderweg entfernt. Dann hätten wir das geschafft mit dem
Abstieg da. Ich habe einen Kreis via Dörlingsroute. Also nur bedingt empfehlenswert. Schön ist es nicht, aber es ist halt kürzer. So, jetzt sind wir auf dem Wanderweg. Jetzt sind wir wieder offiziell. Ja, hinten zwischen uns, hinter dem Tal in der Weg. So, jetzt geht es da weiter. Wir haben 10 vor 6 und ich bin nicht mehr weit von der Selka-Stube weg. Meine Idee ist, dass ich dort schnell wieder Pause mache und etwas zur Nacht koche. Und dann wieder weglaufen von der Stube. Es war 7:30 und ich habe das Zelt aufgestellt, ein bisschen außerhalb von der Selka-Stube, 1,5 Kilometer weg. Ja, da bin ich ein bisschen weitergelaufen. Ich wollte vorher schon noch das Zelt aufschlagen, aber ich habe Hering in die Boden gebracht, es hat sehr viel Steine drin gehabt. Da bin ich etwa 500 Meter weitergelaufen und da habe ich ein gutes Plätzchen gefunden. Heute Morgen in der Kebnekaise Mountain Station losgelaufen, die auf der Kebnekaise Südspitze rauf. Und danach über die spezielle Route ab. Und dann geht nördlich von der Singi Stuga, die habe ich gar nicht gesehen, das war ein bisschen nördlicher. Bin ich auf den Kungsläden wieder gekommen. Und dann an einer Schutzhütte vorbei und an der Selka Stuga. Gibt jetzt zusammenhaft 29 Kilometer, die ich gemacht habe. Und jetzt Zähneputzt habe ich schon. Jetzt kann ich eigentlich liegen und hoffe, dass es nicht allzu kalt wird die Nacht. Es ist nicht mehr so kalt wie der letzten Tag. Was es aber wieder mehr hat, sind Mucken. Ich habe gerade vorher ein kleines Muckenmittel am Gesicht und an der Hand. Dass mir nicht mehr so nervt.
morgen geht es hier oben der Pass. Und das muss da hinten muss das sein, der tiefste Punkt dort hinten am Grat. Und das ist dann der höchste, offiziell höchste Punkt von Kungsleden. Ja. Jetzt gehe ich liegen. Sehen wir uns morgen Morgen.